Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Isan. Wadikap, Pipi, Wadikap, Tukun. Heute hatte ich euch ja versprochen, für das Mittwochsvideo möchte ich euch auch mal wieder ein kleines Update vom Land draußen geben. Das werde ich heute tun. Ich werde hier heute ein bisschen filmen und würde mich dann natürlich freuen, wenn ihr das Video auch fleißig kommentiert, liked und teilt. Macht da mir eine Freude mit. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem kleinen Update hier von der Farm und vielleicht kommt auch hier und da noch die andere Szene mit rein. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ja, ich würde dann sagen, wir fangen dann mal an, vorne auf dem Grundstück, also am Eingangstor. Da wachsen jetzt die Bäume, wunderschön. Ich habe euch auch extra ein paar neue Luftaufnahmen gemacht, weil ich gedacht habe, das sieht jetzt alles ein bisschen grüner aus. Ja, die Bäume haben jetzt schön Blätter bekommen, haben meiner Meinung nach auch einen ordentlichen Schuss nach oben gemacht. Klar, es ist zwar immer noch trocken oder sehr trocken, muss man sagen, aber die paar Mal, wo es denn doch geregnet hat, hat den Bäumen gut getan. Und ja, also ich denke, meine Frau wird da auch glücklich sein, wenn sie sieht, der kleine Wald hier vor unserem Haus wächst. Ich zeige es euch mal kurz. Ihr seht ja jetzt hier, wir hatten ja da noch, beziehungsweise meine Frau mit ein paar fleißigen Helfern hatten ja hier das Unkraut entfernt. Das sieht immer noch gut aus. Ist jetzt eben richtig schön grün. Ja, also ich denke, mit dem Wachstum der Bäume kann man zufrieden sein. Und ja, also das soweit hier zum vorderen Teil auf dem Grundstück. Ich habe gesehen, es gibt da schon ein paar Ananas. Die kleinen Lieblinge meiner Frau kommen auch wieder. Zeige ich euch auch mal kurz. Eine schöne raussuchen hier. Da. Die kleinen Blumen hier, die hat meine Frau auch so zwischen den Ananas und den Bäumen hier verteilt. Ich finde die einfach herzig. Ja. Das sind wie so eine Art Zwiebeln. Die verschwinden dann irgendwann wieder. Man denkt, sie sind tot, aber sie kommen dann von alleine wieder, sobald der Regen kommt. Dann würde ich sagen, zeige ich euch mal noch eine Ananas. Ich habe vorher ein paar schon gesehen. Da seht ihr jetzt eine Ananas. Sapalot. Da haben wir noch mal eine. Ich habe es leider immer noch nicht geschafft, die Wasserleitung hier fertig zu machen. Deswegen sehen die Pflanzen, die Ananaspflanzen, ein bisschen traurig aus noch. Und deswegen hat es auch sicherlich noch nicht so viele Früchte. Aber ja, jetzt kommt ja auch der Regen. Und dann wird sich das, denke ich, dann auch wieder ändern. Eigentlich war ja geplant für heute den Bambus zu Hause zu entfernen. Die Dame hat sich heute Morgen bei mir krank gemeldet, was auch nicht so schlimm ist. Habe dann noch versucht, irgendwie einen Ersatz zu besorgen. Aber heute ist Wanpa, also Großbuddha-Tag. Das heißt, die Leute hier arbeiten heute eigentlich nicht. Also eigentlich in Anführungsstriche. Es wird nicht so gern gesehen, wenn da größere Arbeiten gemacht werden. Wenn man klar bei sich zu Hause arbeitet und bei einem Pfalang wie mir ist das auch nochmal ein bisschen anders. Aber ja, ich habe heute Morgen ein bisschen was gemacht, weil heute kriegen wir schon wieder über 40 Grad. Habe heute Morgen den ganzen Garten zu Hause gesprengt und habe dann hier und da auch noch ein paar Dinge entdeckt vom Sturm her, was ich dann später auch noch wegmachen möchte und möchte dann vielleicht nachher dann auch noch in mein Rondell und da eben den Auberginenbaum noch umsetzen.
Ja, ansonsten hier haben wir noch einen Baum, der meine Frau auch sehr gern hat. Dieser hier, der kriegt diese gelben Blüten. Da drüben seht das ein bisschen besser. Sieht dann auch schön aus. Oder wie hier. Also blumentechnisch ja, ist es hier jetzt auch so langsam am Kommen. Hier fehlt halt immer das Wasser, ist klar. Aber sobald der Regen einsetzt, fangen hier auch natürlich die Blumen, die meine Frau auch hier liebevoll gepflanzt hat, auch an zu blühen. Need to cherish every moment left with you. Was ein bisschen traurig im Moment anzuschauen ist, durch die Trockenheit hat unser See extrem an Wasser verloren. Also auf dem ganzen Land. Ihr wisst ja, den See kann ich über die Pumpen nicht wirklich füllen, weil wir haben da nicht genug Wasser hier auf dem Grundstück. Ich zeige euch mal den See. Wenn man bedenkt, dass der sonst zur Regenzeit bis hier oben teilweise voll ist, dann seht ihr jetzt, also es ist Wasser noch drin. Ich habe geschaut, es sind ja, knapp 1,20 Meter noch Wasser drin. Der wird sich, denke ich, nicht leeren. Die Seerosen natürlich, seht ihr ja auch, die Bua. Die haben sich auch ordentlich weiter ausgebreitet. Ja, also ich hoffe, dass dann jetzt bald die, sage ich mal, stärkeren Regen jetzt demnächst dann kommen und dann ordentlich den See wieder füllen, weil so langsam, ja, ich bekomme nicht wirklich Angst, aber ich möchte es natürlich meinen Fischen auch nicht zumuten, die hier drin sind. Mit der Wassertiefe, das wird natürlich dann auch extrem heiß und sie schnappen aber noch nicht nach Luft oder so. Also das ist alles noch im grünen Bereich. Ich habe gesehen, es hat auch wieder viele Junge, also Brutfische. Also ja, das kann im Moment noch nicht so schlimm sein, aber ich wäre froh, wenn jetzt der Regen endlich mal wieder kommt. Ich hatte euch ja auch erzählt, dass ich am Sonntag haben wir hier bei den Kokosnusspalmen wieder das Unkraut geschnitten. Das sieht jetzt da wieder schön aus. Bin jetzt auch gerade wieder am Bewässern der Kokosnusspalmen. Ich zeige es euch mal kurz. Da seht ihr, die bekommen jetzt gerade Wasser. Es ist jetzt gerade nicht so viel, weil die Sonne hinter den Wolken ist. Aber wir haben jetzt da eben auf jeden Fall das Unkraut alles entfernt. Das kann alles wieder schön wachsen. Ich gehe jetzt die ganze Strecke, wo wir gemacht haben, einfach ein bisschen ab. Aus dem Grund, weil wir sind da ein bisschen mit schwererem Gerät vorgegangen, weil das Unkraut dann doch schon ziemlich hoch war und ziemlich stark. Also das heißt, wir sind da mit dem Freischneider, mit der Motorsense, mit dem Messer durchgegangen. Und wenn man hier mit dem Messer schneidet, dann kann es dann schon hier und da mal passieren, dass man vielleicht eine Wasserleitung erwischt. Und ich kontrolliere dann gerne mal danach, ob das alles noch passt. Kontrolliere da auch nochmal die Einstellung an den einzelnen Palmen direkt, ob da genug Wasser kommt. Und eben kontrolliere dann, ob wir da eventuell irgendeine Leitung verletzt haben. Auch hier auf dem Land kann ich eigentlich zufrieden sein mit dem Wachstum der Kokosnusspalmen. Sie haben sich auch von den Wedeln her wieder ein bisschen erholt, von meinem Überdüngen. Es kommen jetzt wieder schön neue Blätter raus. Und ja, wo ich auch noch ein bisschen Angst bekommen hatte, so die ganze Zeit über jetzt, zeige ich es euch mal.
Das ist ja der Teich, wo meine Frau die Seerosen drin hat, die Bua. Der ist mir, also nicht komplett leer, aber der war eigentlich bis hier ungefähr durch die Trockenheit schon so ausgetrocknet. Ich habe den jetzt wieder eine ganze Woche lang befüllt, dass da wieder ordentlich Wasser ein bisschen drin ist. Es ist halt einfach, wie gesagt, durch den fehlenden Regen ist es so schwer, hier das Ganze irgendwo noch ja, am Leben zu erhalten. Aber ja, ich kämpfe da jeden Tag und ihr wisst ja, ich versuche die Seerosen von meiner Frau da immer ihr Wasser zu geben. Und das ist mir jetzt gelungen eben. Gott sei Dank ist der See nicht leer geworden und hat sie, denke ich, dann weiterhin noch eine Freude. Ansonsten eben die Kokosnusspalmen, seht ihr ja hier, die sind schön. Und ihr seht ja, also die schieben schön neue Wedel raus. Auch da drüben, aber da gehen wir ja dann nachher auch noch schnell hin. Ja, also von den Kokosnusspalmen her bin ich zufrieden und ich hoffe, ihr auch. I could just carry on loving you without no trouble like we used to do. Oh, leaves change their color and fall as closing in. Break my heart yet once again. Dass ihr auch mal seht, wie schlimm die Trockenheit hier ist. Das zeigt sich eigentlich immer ganz gut an unseren kleinen Flüssen. Also gerade im hinteren Teil vom Grundstück, die sind eigentlich, sage ich mal, das ganze Jahr eigentlich immer sehr gut gefüllt. Und eben dieses Jahr, das merkt man einfach, die 2-3 Wochen, wo es jetzt schon so eine Hitzeperiode hat, sind die Flüsse halt einfach, ja, also selbst hinten fast ausgetrocknet. Da seht ihr jetzt, da hatte meine Frau ja auch Seerosen drin oder sind auch noch drin. Aber das Wasser eben ist jetzt schon nicht mehr viel. Ich hoffe eben, wie gesagt, dass das jetzt Gott sei Dank irgendwann bald aufhört und endlich der Regen kommt und ja, dass hier wieder alles blüht und alles wieder genug Wasser bekommt. Ich sag mal, ansonsten, die Bäume wachsen ganz gut, die haben viele neue Triebe bekommen, sieht man hier. Die haben alle schön Triebe bekommen. Gedüngt habe ich eben noch nicht, weil das macht in meinen Augen keinen Sinn, solange der Regen nicht kommt. Deswegen, ich werde da erst wieder düngen, wenn der Regen denn hier endlich mal, sage ich mal, dauerhaft oder öfters einsetzt. Aber jetzt mit dem 40 Grad, über 40 Grad, das macht gar keinen Sinn, jetzt hier zu düngen. Summer days, they go shorter with every hour, every minute of every day. Jetzt stehe ich hier dank unseren Mangobäumen. Die habe ich schon so größtenteils abgeerntet. Ein paar hängen noch. Habe auch jetzt schon wieder ein paar Reife entdeckt. Zeige es euch mal. Also das sind jetzt die Mangobäume, die schon so gut wie keine Früchte mehr haben. Und hier haben wir eben noch welche. Da sind auch noch welche. Ja, also ihr seht, die Mangos gehen mir nicht aus. Da kann ich auch hier vom Land draußen noch eine Weile dran essen. Und ja, sonst die Kokosnusspalmen hier in dem Bereich, die wachsen auch wunderschön. Gerade die hier, die vor mir steht, die ist wunderschön gewachsen. Da bin ich wirklich stolz drauf, dass das hier so gut wächst. Ich zeige es euch mal. Also die da meine ich, die ist schon wirklich sehr gut gewachsen jetzt. Auch die hier, trotz des Baums nebendran.
ja, also auch hier in dem Bereich mit den Kokosnusspalmen kann ich mehr wie zufrieden sein. Dann wisst ihr ja, die Zuschauer, die meinen Kanal schon eine Weile verfolgen, ich hatte ja 4 so Fire Trees, also Don Nionam und ein Don Wa gepflanzt. Da wollte ich euch auch mal wieder ein Update von zeigen, weil die sind wirklich schön gewachsen in der Zeit. Die Bewässerung, wo ich da gemacht habe, das funktioniert hervorragend. Also ich bewässere da immer, wenn ich zu den Tieren gehe, die Tiere fütter. In der Zeit drehe ich den Hahn auf, bis ich mit den Tieren fertig bin, drehe ich den Hahn wieder zu und das reicht denen, so wie es aussieht, aus. Die sind wirklich schön gewachsen, also da kann ich mich nicht beklagen. Ich habe gesehen, ich muss jetzt da mal wieder ein bisschen das Unkraut, also vieles nicht, aber drumherum das Unkraut entfernen. Aber ansonsten, ich zeige es euch mal. Also hier seht ihr den Don Wa, wo ein ziemlich großer Baum wird. Dann hier der erste Fire Tree, Don Nionam. Laufen wir mal weiter. Hier der zweite Fire Tree. Der dritte. Und der vierte. Also ihr seht, auch die Bäume wachsen schön und ja, mit der Bewässerung, das war eine gute Entscheidung, dass ich das gemacht habe. Ja, bin auch der Meinung, dass trotz dem geringen Abstand, dass die schön wachsen und bin gespannt, wie die sich entwickeln. Also mit dem Wachstum der Bäume kann ich definitiv auch zufrieden sein. Jetzt stehe ich mank den Liebling von Robert, den Cashewbäumen. Cashew habe ich auch immer noch. Sammle sie jetzt aber eigentlich nur noch für die Schweine ein, weil ja, das ist dieses Jahr wirklich so viel, das kann man alles selber gar nicht essen. Ja. Die Schweine haben da Freude dran, die fressen das auch gern. Ich sammle das dann immer wieder ein, verfütter das an die Schweine, dann haben die auch was davon. Wenn wir beim Thema der Tiere sind, also den Schweinen geht es gut soweit, den Hühnern auch. Die leiden natürlich extrem unter der Hitze auch. Die Schweine, die dusche ich jetzt einmal am Tag auch von Hand ab. Mache den ihren Stall dann auch komplett nass, weil die genießen das natürlich dann in dem Nassen auch zu suhlen, sich selbst dazu reinigen. Die leiden da wirklich unter der Hitze auch die Hühner. Bei den Hühnern habe ich jetzt sogar nochmal für jeden Stall eine weitere Tränke gekauft, weil ich einfach gemerkt habe, ich komme ja zweimal am Tag, also am Morgen und am Abend raus und habe einfach gemerkt, dass das jetzt zu der Hitzeperiode hier, dass die Tränken so gut wie leer immer sind, wenn ich komme. Also es ist noch was drin, also sie haben noch genug, aber habe mich jetzt dann trotzdem dazu entschlossen, denen nochmal eine Tränke reinzuhängen. Ja, dass die da einfach genug Wasser haben, weil die leiden da wirklich sehr drunter und die kann ich nicht einfach abduschen. Da kälten die sich dann nachher nur und ja, aber kann denen wenigstens zumindest ausreichend Wasser zur Verfügung stellen. Dann können die sich da dann halt auch immer ein bisschen abkühlen. Denn. Aber den Schweinen, wie gesagt, den gönne ich jeden Tag eine kräftige Dusche und die genießen das zwar das Junge. Das hat das Wasser noch nicht so gern, aber die 2 älteren Damen, die genießen dann auch die Abkühlung.
wie es der Teufel so will. Als ich euch zeigen wollte, wie ich die Schweine abdusche, hat sich hinten bei einem T-Stück von der Zuleitung für das Trinkwasser für die Schweine der Kleber scheint's gelöst. Auf jeden Fall hatte ich da ein Leck. Das ist jetzt wieder repariert. Ich habe das schnell repariert, die Schweine geduscht und jetzt wollte ich euch eben zeigen, wie die Schweine das genießen. Da seht ihr, die haben jetzt richtig ihre Freude. Wie gesagt, das Kleine hat Wasser nicht so gern. Zwar gern die Kühle, aber er wird nicht gern mit Wasser abgespritzt. Ja, aber das wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Was ich euch auch noch kurz zeigen wollte, sind meine Olivenbäume. Also so wie es aussieht, werde ich jetzt eine ordentliche Olivenernte bekommen. Also ich gehe davon aus, dass das alles Oliven sind, die da kommen. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wer da Erfahrung hat. Die Bäume sind aber wirklich prallvoll jetzt mit diesen Blüten da. Also ich gehe davon aus, dass das Oliven werden. Und da sind wirklich beide Bäume. Also hier ist ja der eine Baum. Und hier der andere Baum. Ja, also so schlecht wie die letzte Ernte war, ich denke, dieses Jahr werde ich ordentlich Oliven bekommen. Ja. Könnt ihr, wie gesagt, mal in die Kommentare schreiben, ob das alles Oliven sind, die da kommen. Dazu kenne ich mich noch zu wenig aus hier. Ja, ich würde sagen, ich beende das Video jetzt hier. Ob ich euch noch andere Szenen mit reinnehme, das überlege ich mir noch, weil ich denke, Material ist da jetzt schon wieder genügend für ein Video. Von daher, um eure Nerven da nicht immer über zu strapazieren, werde ich das Video, denke ich, so ausstrahlen, einfach vom Land ein Update. Ich denke, das ist auch in eurem Sinne und hoffe, ihr habt da Freude dran an dem Video, an dem, was sich hier so getan hat. Und war jetzt eben gut, dass die Leitung bei den Schweinen gerade zu dem Zeitpunkt kaputt gegangen ist, als ich da war. Bin ich eigentlich froh drüber gewesen, weil wäre das jetzt passiert, wenn ich wieder gegangen wäre. Das Trinkwasser von den Schweinen, das ist angeschlossen an der Pumpe hier am Haus. Das heißt, es läuft über Solarstrom. Und eben wäre das jetzt unbemerkt geblieben oder hätte ich das erst heute Abend bemerkt, hätte es eventuell sein können. Klar, jetzt am Tag wäre wahrscheinlich nicht viel passiert, weil da nimmt es einfach den Strom, der direkt über die Solaranlage reinkommt. Wäre das jetzt aber, sage ich mal, über Nacht passiert, hätte es mir da sicherlich meine ganzen Akkus leer gezogen. Und ja, das ist dann immer ein bisschen unvorteilhaft, wenn die Akkus, also die haben zwar einen Schutz, die können nicht komplett entladen werden, aber das wäre jetzt einfach unpraktisch gewesen. Von daher war ich froh, dass ich gerade da war, konnte es gleich reparieren und so kann da jetzt auch nichts mehr passieren. Und ja, auch bei der Hitze leidet natürlich der Kleber, auch das ganze Material und dass da hin und wieder mal was kaputt geht, ist auch klar. Ja. Ich sage jetzt auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch eine ganz gute Zeit. Würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr das Video fleißig kommentiert. Würde mich natürlich über jedes neue Abo auch freuen. Freue mich über Likes und freue mich, wenn der ein oder andere auch das Video teilen würde. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf. Euer René aus Thailand. Wish I could slow down. Wish I could